Sie heißen Spucki, Happy, Taffy oder Fauchi. Und der Name ist hier Programm, sagt Boris Dörr vom Tierheim in Kelkheim. Er erinnert sich, als die 4 Kleinen ankamen. Einer hat mich angefaucht, der wurde dann Fauchi genannt. Einer hat gespuckt, das war der Spucki. Der dritte wollte nicht beiseite gehen, das ist dann der Taffy geworden. Und der vierte fand einfach alles ganz toll, das war der Happy. Bis dahin waren die Kleinen aber nicht so happy, mussten sie doch draußen klarkommen. Die sind aus einer Wildfangaktion. Also es war die wilde Mutter mit ihren 4 Babys. Die Mutter ist mittlerweile kastriert und wieder ausgewildert in ihrem gewohnten Umfeld. Und die Babys, die haben wir jetzt soweit sozialisiert und die gehen jetzt in ihr neues Zuhause. Und das hat der kleine Spucki auch schon gefunden, bleiben aber noch die anderen 3. Allerdings muss man auch wissen, wer hier wer ist. Sehen sie doch alle recht gleich aus, aber... Einer hat so einen kleinen weißen Fleck, dann wenn man genau hinsieht, einer ist ganz, ganz schwarz und der dritte wiederum hat ein weißes Barthaar. Da muss man aber ganz, ganz genau hingucken. Ansonsten braucht man das Chip-Lesegerät, sonst hat man keine Chance. Guck, da sieht man es. Ich weiß nicht, ob es in der Kamera rüberkommt, aber hier, da ist das einzelne weiße Barthaar. Die 3 Black Beauties sind nun ein halbes Jahr alt und dementsprechend total verspielt. Und wie es sich für moderne junge Kätzchen gehört, sind sie auch schon gut im Internet unterwegs und haben ihre Lieblings-App. Mäuse fangen natürlich. Aber wo sollten sie denn unterkommen? Entweder zu einer schon bereits vorhandenen Katze oder eventuell sogar mehreren Katzen oder aber zu zweit. Wir versuchen halt immer, dass die Katzen nicht allein sind, weil es ist halt artgerechter, es ist besser für die Katze. Und damit das neue Zuhause genau das Richtige ist, werden auch die potenziellen neuen Besitzer so gut es geht ausgewählt. Wir haben extra ein Team von Vermittlern, die das dann alles prüfen und da wird dann halt geschaut, wie ist die Katze drauf, was braucht die Katze, wie alt ist sie und es werden auch Vorkontrollen gemacht, es wird mit den Leuten geredet, die Leute kommen her, um die Tiere kennenzulernen, weil es muss ja auch zwischen Tier und Mensch auf jeden Fall funktionieren. Die Kleinen sind geschippt und geimpft und sollten dann später auch noch kastriert werden. Dafür ist es nun noch zu früh. Wenn sie als Freigängerkatzen gehalten werden könnten, das wäre super, sagt Boris Dörr. Optimal wäre natürlich, alle 3 zusammenzulassen, aber... Selbst wenn sie nicht zu dritt vermittelt werden, angenommen ein Pärchen und ein einzelnes oder gar alle einzeln zu schon anwesenden Katzen, wichtig ist, dass es halt einfach gut passt, dass es mit den Menschen und den Tieren zusammenpasst und sie dann ein gutes, behütetes Zuhause kriegen. Und wenn Sie nun denken, ja, genau das ist hier bei mir, dann rufen Sie an im Tierheim Kelkheim. Und vielleicht springen Fauchi, Happy und Taffy schon bald bei Ihnen herum.